Jo, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute stelle ich dir die Bluetti AC200 Max vor mit 2 Kilowatt Speicher. Richtig cooles Teil. Ich erkläre dir hier sämtliche Anschlüsse, wie du was befestigen tust, wo welche Kabel rankommen, wo du die Solaranlage anschließt, wo du den Zweitakku anklemmen kannst, wie du mit dem Netzteil das Teil auflädst. Und wir machen noch einen Test. Hier drüben steht schon der Wasserkocher voll, 1,5 Liter Wasser, 20 Grad Temperatur. Und ich will nachher auch noch mal einen Elektroheizer ranhängen mit 2 kW und vielleicht auch mal noch einen Topf, den wir noch mal aufheizen. Mal gucken, wie viel das jetzt an Strom verbraucht. Und ja, los geht's. Als erstes schalte ich jetzt mal die Bluetti ein. Hier oben ist der Einschalter. Und dann zeigt er hier schon direkt die 99% an. Ich habe das Gerät relativ vollgeladen, in dem Fall über Solar. Das Solarpanel kann ich dir in einem separaten Video zeigen, das werde ich dir verlinken, dass du das anschauen kannst. Das Menü von der Bluetti ist relativ umfangreich. Du kannst über die Einstellungen gehen und hast dort die Ausgangsfrequenz oder auch wo der Strom herkommt. Du kannst PV oder Netzteil einstellen. Du kannst den Tastenton ein- und ausschalten. Bluetooth kannst du einschalten, wenn du zum Beispiel über das Telefon die Bluetti überwachen möchtest. Den Warnton, wenn der Akku leer ist. Und hier so die Abschaltzeit, wo du einstellen kannst, wann das Display ausgehen soll. Oben Uhrzeit, Datum und das Land. Ich denke, wir fangen mal mit dem Interessantesten an. Wir haben jetzt hier 99% drauf und ich stecke jetzt mal den Wasserkocher an. Hier sind vollwertige Steckdosen. Die Bluetti bringt hier 2,2 kW Ausgang. Der Wasserkocher hat 2000 Watt. Und wir schauen jetzt mal, wie lange wir brauchen, bis dieser Wasserkocher wirklich am Kochen ist und wie viel wir an Strom verbrauchen. Im Moment ist der Akku bei 99%. Ich schalte jetzt einfach mal ein. Los geht's. Siehst du, da kommt schon genau der richtige Punkt. Es funktioniert nicht beim Einschalten. Du hast hier diesen Punkt AC. Drückst du drauf, dann drückst du auf Einschalten und damit hast du sofort Strom. AC ist in dem Fall der Wechselstrom, also die großen Anschlüsse. Und DC ist dann der Gleichstromausgang für Telefonladen, für diese ganzen Varianten. Ja, der Wasserkocher ist jetzt gut am Aufwärmen von 20 Grad Temperatur. Und du siehst auch hier, er braucht genau 1906 Watt. Und dann lassen wir den einfach jetzt mal rödeln und gucken, was hier passiert. Auch hier hast du dieses Menü Akkupack. Er sagt auch ziemlich genau, wir haben nur einen Akku drin, also nur die normale Bluetti mit 2 kW. Ich kann noch 2 andere Packs dranhängen, bis maximal 8,6 Kilowatt. Hier steht dann auch die Last. Die Bluetti bringt in dem Fall normal die 50 Hertz. Bringt jetzt die 1,9 Kilowatt an Leistung, was der Wasserkocher braucht, und natürlich glatt 230 Volt. Bei dieser großen Leistung geht bei der Bluetti auch der Lüfter an und kühlt das Gerät runter. Ja, wie du siehst, der Wasserkocher ist kurz vorm Kochen. Er rauscht und macht und tut.
Und die Bluetti hat immer noch 95%. Und so haben wir 1,5 Liter Wasser. Die Wasserkocher jetzt mal ausgeschalten. Und so haben wir 1,5 Liter Wasser von ca. 20 Grad auf 100 Grad erhitzt. Ja, mit einem Verlust von ungefähr 9% vom Akku. Das ist schon relativ gut. Gute Leistung. So, wir gehen mal die Runde rum von der Bluetti. Mal von diesen wunderbaren schönen Griffen abgesehen. Die sind natürlich auch nötig bei 22 Kilo Gewicht, bei 2 Kilowatt. Aber dafür ist mega viel dran dem Teil. Oben hast du das induktive Laden für 2 Geräte, jeweils 15 Watt. Und er bringt auch 15 Watt. Ich habe das versucht bei meinem LG-Telefon. Super Geschichte, hat hervorragend funktioniert. Wie wir vorhin schon festgestellt haben, sind hier 4 220 Volt Steckdosen dran, wo du insgesamt mit 2,2 Kilowatt laden kannst. Hier oben steht es noch einmal, oder Geräte nutzen kannst oder irgendwelche anderen Sachen damit machen kannst. Hier sind normalerweise diese Gummiabdeckungen drauf, die andere ist abgegangen. Das Material ist wie Gummi, das ist kein Plastik, das ist wie Gummi. Und leider ist mir die Halterung hier oben rausgerissen. Ganz einfach abgerissen, weiß nicht warum. Hier unten gibt es diesen kleinen Hinweis, Pure Sinus Wave, mit dem großen Vorteil, du kannst also auch elektrosensible Geräte ranklemmen, Telefonladegeräte, Notebooks und alle Sachen, die wirklich einen feinen Strom brauchen, nicht dass gebrummt wird oder es irgendwelche anderen Probleme damit gibt. Das kannst du machen. Der einzige Nachteil von diesem Gerät, das muss man auch mal sagen, die Bluetti ist nicht zum Einspeisen ins Stromnetz geeignet. Das funktioniert nicht. Das Teil hier ist eine reine Powerbank zur Nutzung von unterwegs, beim Camping oder wenn du irgendwo außerhalb bist. Du kannst es auch mit 12 Volt laden, das zeige ich dir dann gleich nochmal, wie das funktioniert. Im Auto kannst du anstecken, da gibt es ganz einfache Adapterkabel dazu. Absolut einfach, absolut simpel und intuitiv zu bedienen. Du hast hier zum Beispiel den 5 Volt Ausgang, den normalen USB-Ausgang, den man ja so kennt. Alles regendicht abgedeckt mit 5 Volt und 3 Ampere Gleichstrom. Hier daneben 2x 18 Watt Abgang, also ein kleines bisschen stärker. Aber so, also das gleiche Spiel. Also hast du 4x USB zum Laden, hier nochmal ein USB-C mit 100 Watt. Da kommt richtig Leistung. Du hast auch hier diesen C-Anschluss innen drin. Hier üben 12 Volt. Dafür gibt es auch separate Kabel dazu, dass du dann über 12 Volt rausgehen kannst. Das sind Ausgänge. Das ist wichtig zu wissen, das sind Ausgänge, wo du Strom ziehen kannst. Die ganzen Eingänge an Strom sind auf der linken Seite. Hier der normale Abgang. Da ist auch hier nochmal ein Kabel dazu. Dieses Kabel dazu. Das wird dann draufgeschraubt, wenn du zum Beispiel größere Ströme ziehen tust, als zum Beispiel ein normaler Zigarettenanzünder. Gerade dieser hier hat einen Ausgang von 12 Volt und 30 Ampere. Und es ist natürlich richtig Leistung, wenn du dann hier schaust.
hast du diesen Stecker. Hier hast du außen ein Gewinde drauf, wo du dann diesen blauen Stecker wunderbar draufschrauben kannst. Das funktioniert also super. Im Gegensatz dazu, der normale Zigarettenanzünder, da kannst du ganz normal Strom rausziehen, 12 Volt, 10 Ampere. Das ist also gar kein Problem. Also 12 Volt, 10 Ampere, das sind immerhin 120 Watt. Das ist schon ordentlich. Da kannst du eine kleine Kaffeemaschine mit betreiben. Aber ich glaube, wenn du so eine Bluetti da hast, dann kannst du deine 220 Volt Kaffeemaschine anstecken. Und dann muss das nicht die 12 Volt sein in dem Falle. Ne? Oben drüber ist ein Einschalter. In dem Fall ist es so, die Bluetti, wenn der grüne Kreis leuchten tut, dann ist die Bluetti eingeschalten. Und wenn du drauf drückst, ist sie ausgeschalten. Wir drücken nochmal drauf. Und schon kommt das Display, Bluetti Initialisierung und los geht's. Also eine richtig coole Geschichte, das Teil. Du kannst dort auch Solar anschließen, wenn du willst, also ein Solarpanel. Das gibt es auch direkt von Bluetti. Tust du auch alles unten drunter verlinken, wo du das direkt bestellen kannst, zu einem richtig guten Preis. Und das Display geht jetzt auch aus. Wenn ich jetzt drauf drücken tue, bleibt das Display jetzt 5 Minuten an, weil ich das vorhin so konfiguriert habe. Ne? Da ist auch hier unten nochmal die Fehlermeldung, da ist nichts. Die Daten, Produktdaten stehen nochmal drin. Und hier ist natürlich die Einstellung, die wir vorhin schon mal behandelt hatten, schon mal reingeschaut hatten. Jetzt gucken wir mal an die Seite ran. Und hier an der Seite findest du 4 Anschlüsse. Einmal hier unten in der Ecke. Das sind alles Eingänge. An der Seite sind alles Stromeingänge. Vorn dran sind Stromausgänge und an der Seite sind Stromeingänge. Hier zum Beispiel das Netzteil zum Laden von dieser Bluetti. Habe ich das mal kurz hierher gelegt gehabt. Da ist ein ganz normaler Bananenstecker dran. Und bringt dort einen Stromausgang für die Bluetti von 58,8 Watt bei 8 Ampere. Kannst du ganz einfach zusammenrechnen, was dort kommt. Das sind so ungefähr so 450, 500 Watt. Das zeigt er dann nachher auch im Eingang, was die Bluetti dann an Strom aufnimmt und wie es geladen wird. Wenn du jetzt das Netzteil ansteckst, hast du hier an der Seite einen Lüfter von dem Netzteil, dass es ein bisschen gekühlt wird. Das hat also ein dezentes, leises Rauschen dieser Lüfter, dass es eben ordentlich auch kühlt und nicht zu heiß wird. Nehmen wir jetzt mal diesen Deckel mal hoch an der Seite und stecken mal hier unten das einfach mal an und schauen mal auf dem Display, was er uns da erzählt. Er bringt jetzt im Eingang hier oben 457 Watt. Das variiert mal so 1, 2, 3 Watt hin oder her. Aber prinzipiell ist es so, dass der dort wirklich mit einer halben Kilowatt laden tut. Du kannst auch parallel laden. Du kannst sagen, ich lade jetzt hier mit dem Netzteil und dann kannst du auch parallel zum Beispiel Solar laden. Ne? Das ist also auch alles kein Problem. Solarstrom und Netzteil, da habe ich eine Ladeleistung gehabt von 750, fast 800 Watt. Das Bluetti-Panel hat eine Leistung von 350 Watt plus die 450 noch einmal, da kommen reell rein. In Deutschland ist es ja so, wir haben ja bis 60-65% der Sonneneinstrahlung vom Äquator. Aber das Solarpanel macht trotzdem 250 Watt. Das geht schon ordentlich ab. Ich ziehe jetzt mal hier das Netzteil wieder ab von der Bluetti. Dann macht es klack, dann schaltet das Relais um und schon lädt er nicht mehr. So, das Netzteil habe ich jetzt mal ausgeschaltet und wir gehen jetzt mal mit dem sogenannten Universalkabel mal ran. Mit diesem blauen Stecker, den ich da gerade schon gezeigt habe. Und auf der anderen Seite hast du einen gelben Stecker. Dieser gelbe Stecker, an dieses Teil kannst du alles anstecken. Da kannst du einen Zigarettenanzünder anstecken, du kannst das Solarpanel anstecken. Das funktioniert alles. Und alles über diesen seitlichen Eingang. Ganz, ganz wichtig, der seitliche Eingang. Da ist ein Gewinde drauf, das kannst du jetzt festdrehen oder du kannst es auch locker drehen. Ganz normal machst du das auf. Schaust dir hier unten an, wie es drauf kommt. Du kannst es auch nicht verpolen. Das sind ganz kleine Plastiknasen. Wenn du es falsch rum draufstecken tust, geht der Stecker einfach nicht rein. Also du kannst es auf gar keinen Fall verpolen mit Plus und Minus.
Das ist alles schick. So, und bei der Bluetti wird natürlich alles mitgeliefert. Es wird dieser 12-Volt-Stecker mitgeliefert, dass du über einen Zigarettenanzünder die Bluetti laden kannst. Es wird dieser normale Stecker für Solar mitgeliefert. Auf der einen Seite sieht das so aus und auf der anderen Seite haben wir wieder diesen gelben Stecker, den du natürlich dann hier reinstecken kannst. Also das Gelbe, musst du natürlich darauf achten, wo der ist. Dann steckst du das einfach ineinander und kannst das jederzeit ganz einfach koppeln. Und das Ding kommt jetzt hier ran ins Solar. Du hast also am Solarpanel von der Bluetti nochmal ungefähr so 1,50 Meter Kabel ungefähr dran. Und auch dieses Kabel ist ausgerollt, nochmal ungefähr so 1 Meter lang. Also du hast dann so 2,50 Meter. Das ist schon ganz gut. Da kannst du die Bluetti zum Beispiel schön in den Schatten des Solarpanels stellen. Auf der anderen Seite haben wir wieder hier diesen gelben Stecker. Und auf der anderen Seite den Zigarettenanzünder, der natürlich in dem Falle bei dir ins Auto reinkommt, in die Ladedose, in die Zigarettenanzünderdose von deinem Auto. Weil das ist ja der Eingang. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch den Ausgang auf der anderen Seite. Und hier kannst du wieder ganz normal, nimmst den gelben her, den Stecker, steckst den hier ineinander hinein und kannst das direkt hier anstecken. Also es ist absolut einfach gemacht, diese ganze Geschichte. Einfach, leicht, aber auch sicher mit diesen Schraubverbindungen, dass du dort eine ordentliche Verbindung hast, dass das alles gut durchdacht ist und funktioniert. Hier oben kannst du eine separate Batterie anschließen, wenn du das möchtest. Da steht unten drunter sogar die Beschreibung dazu. Ich zeige dir das nochmal. Hier steht nämlich die Battery Extension 1 und die 2. Du kannst also hier an jeden Abgang jeweils einen separaten Akku noch ranklemmen, wenn du das möchtest. Ist natürlich mega geil. Du hast jetzt 2 Kilowatt hier. Du kannst also nochmal 2 Akkus ranschließen. Mit jeweils, ich glaube 3,6 Kilowatt wäre so ein bisschen der Standard, der maximal geht. Also 3,6 mal 2 sind 7,2 Kilowatt plus diese 2 Kilowatt, die wir hier schon haben. Sind wir also bei 9,2 Kilowatt, die hier ranpassen. Aber ich glaube, ich hatte was gelesen gehabt, dass es am Ende eigentlich bloß 8,6 sind. Warum? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall 8 Kilowatt, 9 Kilowatt Speicher mit diesem Ausgang ist natürlich mega, mega cool. Wir gucken mal hier rein, wie das aussieht. Hast also diesen großen Stecker, wo dann der Gleichstrom von einem Gerät zum anderen geht. Und das natürlich alles auf 51,2 Volt Gleichstrom. Auf der anderen Seite der identische Stecker, alles nochmal gleich. Und damit bist du mit der Bluetti megamäßig gut unterwegs. Ich werde jetzt nochmal einen Test machen und mal noch meinen 2 Kilowatt Badheizer hernehmen. Ein ganz normaler Konvektionsheizer, 2 Kilowatt, den kannst du auch auf 1 Kilowatt einstellen. Nee, Quatsch, auf 750 Watt, so rum war es gewesen. Den stecken wir jetzt mal ran und gucken mal, was dort so in 2-3 Minuten passiert an Stromverbrauch. Also bis so, jetzt habe ich mal meinen 2 kW Heizer hergenommen. Diesen großen Konvektionsheizer. Und das sind ja an der Seite einmal 750 Watt, einmal 1250 und einmal 2000 Watt dran. Jetzt versuchen wir die ganzen Stufen mal durch und schauen mal, wie eventuell auch der Geräuschpegel sich der Bluetti entwickeln tut. So, jetzt achte mal bitte auf die Leistungsanzeige. ...750 Watt habe ich jetzt mal eingeschalten. Das sagt die Bluetti gar nichts. Lautlos. Oh wow, cool. Ich dachte mir jetzt, dann stelle ich es eben etwas weiter weg oder irgendwo in einen Nachbarraum oder keine Ahnung, 5 Meter weiter. Dann hört man den Lüfter von dem Teil gar nicht mehr. Aber bei der 750 Watt Einstellung ist hier Fax. Ja, gar nichts. Null. Okay. 1200 Watt. Hörst du es? Ein ganz leichtes Säuseln. Oh, das steht ja kein
ganz, ganz wenig. Ja, siehst hier auch wieder die Leistung, die jetzt genommen wird vom Heizer. Und wenn ich natürlich jetzt noch mehr Leistung einschalte, ich gehe jetzt mal auf 2000 Watt, dann kommt der auch richtig auf Touren. Gut, man kann sich auch noch schön unterhalten, also das stört es nicht unbedingt. Aber es ist schon durchaus etwas lauter geworden. Ja, wow, das macht ja richtig Hitze. Absolut genial. Mega geil. Jetzt schalte ich mir hier oben noch den Gleichstrom ein. Da kann ich das Telefon zum Beispiel noch drauflegen. Und dann geht ja sofort an der Seite diese Gleichstromlast an. Und hier oben kannst du auch noch sehen, was zum Beispiel über die PV-Anlage kommt, was über den Zigarettenanzünder vom Auto kommt. Oder hier oben in der Ecke kannst du dann sehen, wie viel Strom zum Beispiel vom Ladenetzteil kommt zum Beispiel. Also das sind alles so Kleinigkeiten, was dort alles angezeigt wird. Wir haben jetzt den Heizer hier auf 2000 Watt ungefähr, naja, eine Minute an. Also wenn ich es überlegen tue, ich mache den Heizer ungefähr so 7, 8 oder höchstens 10 Minuten mal an. Zum Duschen, da habe ich bei uns hier im Bad mit Sicherheit 3, 4, 5 Grad mehr. Es geht megamäßig schnell mit diesen Teilen. Und da kannst du auch doch solche Sachen machen. Auch zum Beispiel auch eine Kochplatte. Wir haben auch schon mit dem Teil gekocht. So eine normale Doppelkochplatte, keine Ceran, diese normalen alten noch. Wir haben aber auch schon einen Induktionsherd dran gehabt. Ach, siehst du, mega cool. Den Induktionsherd, den baue ich jetzt nochmal auf. Das muss jetzt nochmal sein. Das zeige ich dir nochmal. Das ist mega geil. Das ist eigentlich in 3,5 Kilowatt Induktionskocher. Gut, das machen wir jetzt nicht. Ich stelle mal was drauf, was dann wirklich bis 2000 Watt braucht. Das muss ich dir zeigen. Es geht megamäßig ab. Moment. So, ich habe den Heizer ausgeschaltet und jetzt kommt es zum Induktionskocher. So, geil. Leckeres Abendbrot. Das ist natürlich hier dieser Barger IK35 SK. 3,5 kW das Teil. Das geht richtig ab. Allerdings macht natürlich die Bluetti nur 2,2 Kilo. Wie du hier oben nochmal siehst. Also habe ich mir eine Pfanne ausgesucht, die zwar Induktion machen tut, aber maximal eine Leistung von knapp über 2000 Watt aufnimmt. Also schau mal, jetzt mache ich erstmal schön mein Abendessen fertig und heize es jetzt mal mit der Bluetti auf. Und ich gucke mal, es ist eine große Pfanne, da ist schon richtig was drin, wie viel wir dort Strom brauchen und wie schnell das Teil jetzt warm ist. Wir starten jetzt wieder bei 84%. Schalten wir mal ein. Klack, klack macht er. Ja, und dann nimmt die rühren hier wunderbar. Ein bisschen Wasser dazu. Und da geht es richtig gut ab. Sehr. Guck. Ui. Guck, es fängt schon mit Kochen und Braten. Ja, genial. Absolut genial. Das ist ja megamäßig die Härte hier. Mit der Induktion geht das Essen sowieso megamäßig schnell. Ist auch megamäßig schnell warm. Mit ordentlichen Geschwindigkeit. Gerade mit diesem großen Herd. Also wenn ich hier mal an die Seite rangreife, der ist ja hier an der Seite dieser Entlüftung, da kommt schon ordentlich Wind raus, aber von der Temperatur her absolut in Ordnung. Das ist ja nicht mal lauwarm, bei der Temperatur, was rauskommt. Aber wie man sieht,
Das ist natürlich schon grenzwertig von der Leistung her, aber super. Wenn du dir einen ganz normalen Induktionsherd holst, mit 2000 Watt, ist das absolut extrem genial. Kommst du nie an die Grenzen. Ich habe jetzt ein bisschen runtergedreht auf 100 Grad und er geht dann natürlich auch ein kleines bisschen zurück und regelt sich dann auch ein. Und wie du siehst, hier oben brauchen megamäßig wenig Strom. Du kannst hier hervorragend mit kochen. Ich mache mal den Deckel oben drauf. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen nach oben da, läute die Glocke und wenn du möchtest ein Abo. Wenn du weitere Fragen und Anregungen hast, schreibe es doch gerne in die Kommentare. Bis dann.